Mein Name ist Dr. Eileen Ebenig und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Paul-Ehrlich-Institut. Im Rahmen meiner Arbeit beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Wirkungsweise von Impfstoffen gegen Coronaviren, vor allem auf Basis veränderter Masern-Impfvirusvektoren. Dabei werden gegen die Masern wirksam schützende Lebendimpfstoffe so verändert, dass sie geeignete, vom Immunsystem erkannte Antigenstrukturen anderer Erreger exprimieren. Solche experimentellen Vektorimpfstoffe schützen im Tiermodell auch vor der Infektion mit diesen anderen Erregern. Aus der Vergangenheit sind einzelne nicht zugelassene Impfstoffkandidaten bekannt, die in sehr seltenen Fällen nicht vor dem Erreger geschützt haben, sondern die Erkrankung verstärken konnten. Im Fall von Erregern, die die Atemwege befallen, wird dann von einer impfstoffassoziierten verstärkten respiratorischen Erkrankung (VAERD) gesprochen. Dies ist zum Beispiel aus den 1960er Jahren von einem in der klinischen Prüfung untersuchten Impfstoffkandidaten zum Schutz vor Infektion mit dem respiratorischen Syncytialvirus bekannt. Die Mechanismen dieser Krankheitsverstärkung blieben jedoch weitgehend unklar. In unserem Projekt haben wir uns die Reaktion auf zwei experimentelle Covid-19-Impfstoffe im Tiermodell angesehen. Dazu haben wir einerseits einen Masernvektorbasierten experimentellen Covid-Impfstoff untersucht, der wichtige Eigenschaften zugelassener Covid-19-Impfstoffe besaß, zum anderen einen experimentellen Proteinimpfstoff mit Wirkverstärker, mit dem ein Worst-Case-Szenario simuliert werden sollte. Nach Impfung und nachfolgender Belastungsinfektion mit SARS-CoV-2 zeigte sich, dass die Hamster, die mit dem Masernvektorimpfstoff immunisiert wurden, vor schweren Krankheitsverläufen geschützt waren. Bei Tieren, die zuvor den experimentellen Proteinimpfstoff erhielten, wurde eine schwere Durchbruchsinfektion mit einer erhöhten Anzahl gewebeschädigender weißer Blutkörperchen im Lungengewebe beobachtet. Ein klassisches Symptom einer VAERD. Im Vergleich dazu fanden sich bei nicht geimpften infizierten Kontrolltieren nur wenige dieser Immunzellen in der Lunge. Um herauszufinden, warum die Tiere schwerer erkrankten, haben wir uns die Reaktion einzelner Zellen auf die Infektion angesehen. Durch die Impfung mit dem experimentellen Proteinimpfstoff wurden sogenannte TH2-Immunzellen induziert. Diese reagieren bei der nachfolgenden Infektion mit der Ausschüttung von Botenstoffen, die mit dem verstärkten Krankheitsverlauf assoziiert sind. Gleichzeitig wurden in den geimpften Tieren Antikörper detektiert, welche zwar an die Viren banden, aber diese nicht inaktivierten. Wir haben Anhaltspunkte dafür gefunden, dass die mit Antikörpern bedeckten Viruspartikel bestimmte Fresszellen des Immunsystems stimulieren. Die stimulierten Fresszellen produzierten Botenstoffe, die einerseits die schon erwähnten weißen Blutkörperchen in infizierten Lungengewebe lockten, andererseits die Aktivität der schon durch die Infektion stimulierten TH2-Zellen verstärken konnte. So lässt sich der im Tier beobachtete Krankheitsverlauf mit einer fehlgeleiteten Überreaktion des Immunsystems erklären. Diese VAERD ließ sich aber wirkungsvoll durch ein Cortison behandeln. Diese adversen Effekte treten bei keinem der hier zugelassenen Covid-19-Impfstoffen und ebenso wenig bei entsprechend designten experimentellen Covid-19-Impfstoffen wie dem Masernimpfstoff abgeleiteten Forschungsimpfstoff auf. Damit konnten wir im Tiermodell Mechanismen einer VAERD im Detail erklären. Dies ist für das Design künftiger Impfstoffe relevant, um das Auftreten verstärkter Erkrankungen weiterhin sicher zu verhindern.